Herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute möchte ich eine ausführliche Version von meinem Adlerpult zeigen, wie das entstanden ist, wie ich das gemacht habe. Viele interessiert es auch im Detail, aber ich weiß, einige oder sehr viele von euch gucken auch nur ein paar Minuten an oder ziehen sich da das raus, was sie gerne wollen, und um dem auch ein bisschen entgegenzukommen, habe ich eine kurze Version gezeigt, dass ich auch für den Kanal so ein bisschen das aktivieren kann, dass da mehr Zugriffe auf die kurzen Videos sind, und das hier nochmal eine ausführliche Erklärversion, weil es ja ein bisschen eine ausführliche Arbeit war. Ja, dieser Adler hat sich nur so ein bisschen vorgedrängelt. Ich hatte ja schon zu Ostern einen Christus modelliert, davon gibt es auch mittlerweile einen Abguss. Ich habe das auch ein bisschen gefilmt, kann das auch nochmal hier veröffentlichen, wenn ich das nochmal in einer Videoform ein bisschen komprimiere. Und den wollte ich ja eigentlich gerne Ende des Jahres schnitzen, aber da klären wir noch ab, wie er genau werden soll, und den mache ich dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Und dafür habe ich jetzt mal das Adlerpult gemacht. Das hat sich so ein bisschen reingedrängelt, er ist reingeflogen, geschickt gelandet, aber natürlich ist das mehr eine ornamentale Arbeit, die nicht wirklich einem Adler entspricht, sondern sie dient eben mehr als eine wirkliche Kanzel. Das hat auch nichts mit einer politischen Partei oder irgend sowas zu tun. Das hat schon jemand unter dem ersten Video vor 14 Tagen gefragt, ob das nun irgendwie politische Anklänge hat. Also das können wir direkt verneinen, so viel steht fest. Wir wissen zwar nicht genau, wo das hinkommt, also mit den Auftraggebern sozusagen abgesprochen, aber es hat keinen politischen Hintergrund, denn das Ganze hat eigentlich die Wurzel so aus alten Kirchen schon im Mittelalter. Da wurde ja immer aus den Evangelien vorgelesen, entsprechend die Lesung in der Kirche, und da gab es eben die verschiedenen Evangelisten, und unter anderem der Evangelist Johannes hat ja noch ein Attribut, wie alle anderen auch, und das war eben der Adler, und das hat sich dann als Kanzel verselbstständigt oder als extra Lesepult schön verziert, geschnitzt, dann aus Eichenholz meistens, ganz kunstvoll ausgearbeitet, aber eben auch ornamental, nicht wirklich anatomisch jetzt einen Adler genau wiedergebend, sondern schon in einer mittelalterlichen Form dann auch verziert oder umgearbeitet eben in eine künstlerische Form, was eben auch sehr, sehr spannend aussieht. Da gibt es total viele Vorbilder, was man im Internet finden kann, und hat eben diesen christlich-religiösen Hintergrund. Also das ist die Wurzel solch eines Adlerpultes, und dafür soll es im Kern dann wohl auch dienen. Ja, und so hat es mich dann auch gefreut, an sowas mitwirken zu können. Genau, und das möchte ich jetzt hier nochmal rein handwerklich so ein bisschen erläutern, wie ich da so rangegangen bin. Und vielen dient es ja so als Quelle, um vielleicht mit der eigenen Arbeit was zu machen, und dafür freue ich mich auch, dass ich so einen Beitrag leisten kann, wenn jetzt Leute zu Hause nicht irgendwie nur bei Netflix irgendwelche, ich sage mal, sinnlosen Serien sich reinziehen, sondern vielleicht das hier nutzen, um irgendwie voranzukommen, was zu gestalten, dann ist das doch super. Also viel Freude damit, und ich zeige jetzt so ein bisschen meine Vorgehensweise. In diesem Sinne, Film ab. Auf jeden Fall ist das hier unten so eine Dreiviertelkugel. Hier ist jetzt ein Adler. 75 cm groß ist das Ganze hier, 1:1 eine Originalzeichnung. Sowas gab es früher zum Beispiel in alten Kirchen. Das ist schon so zum Teil Ornament, also Ornamentik, die in die Skulptur übergeht. Hier auch nochmal von vorne eine Ansicht und eine Detailansicht für das Schnitzen, dass man dann hier auch mal sehen kann, wie so eine Feder und sowas aussieht. Für den Kunden entsprechend auch so schön in Ansicht. Aber hier ist er natürlich etwas strenger. Vielleicht gehe ich dann lieber auf das ist etwas freundlicher. Oder ich lasse hier etwas mehr Holz beim Aussägen. Das ist nämlich etwas kompakter. Und hier ist das ja doch sehr dominant, dass er nicht so aggressiv wirkt. Und das ist natürlich dann hier die reine Schnitzarbeit, also hier mit dem Eisen reinstechen dagegen und auch hier solche kleinen Ansätze und Kerben schneiden und hier so einen plastischen Federkiel schnitzen oder krallen. Sonst wird das natürlich hier ausgesägt, weil das sonst einfach alles zu lang dauert, mit der Kettensäge ein bisschen rund in Form gebracht und dann noch ein bisschen behauen, und dann schnitze ich natürlich ganz herkömmlich. Ja, der Werdegang ist jetzt so, dass ich mir hier eine Bohle nehmen werde, die hier so reinpasst, dann hier die nächste 10 cm Bohle,
Dann hier wieder eine ran und hier noch ein Stück und das wird dann ein Längsholzstück und das entsprechend auch die Flügel, dass das Längsholzstücke werden. Also da reicht hier so ein 5 cm Lindenbrett oder ist ja auch schon eine Bohle dann, 5 cm Linde wird das hier oder kann auch ein bisschen dicker sein. Auf jeden Fall wird man da mit Bohlen in der Längsrichtung besser klarkommen, als wenn ich das hier aus einem Stück schnitte, dass es eben hier nicht abbricht und so. Da ist es dann doch schon durchaus wesentlich geschickter, das anzusetzen, auch um Holz zu sparen. Da hat man ja die tollsten Möglichkeiten, auch im Holz das Ganze zu verbinden. Ja, also Holzhobeln, verleimen. Hier oben werde ich natürlich auch mindestens, also hier so viel nochmal lassen müssen. Einfach nur, dass ich da ein bisschen Luft habe. Und ich muss die Bohlen auch so verleimen, also wie diese Linien hier verlaufen, weil hier ist der schwierige Bereich. Da wurde hier schon von mir getrickst, nämlich dass diese Feder, die werde ich zwar hier hinterstechen leicht, aber die bildet noch die volle Masse, die hier eben durchgeht. Da habe ich so ein richtig schönes, dickes Ding, auch von beiden Seiten dann. Lasse ich das natürlich entsprechend mächtig, dass das noch mit durch die Federn gestützt wird und das muss hier zwangsläufig senkrecht verlaufen, weil wenn ich das in der Faser so verlaufen lasse, sieht man hier, das könnte hier also absolut durchbrechen. Das wäre dann natürlich die perfekte Sollbruchstelle, wo der Kunde dann vielleicht nach 5 Tagen ankommt und sich dann beschwert, weil das nach dem Aufstellen instabil geworden ist oder gar abgebrochen ist. Deshalb muss das hier längs verlaufen. Eiche wäre hier absolut das Traumholz, aber es soll aus Linde geschnitzt werden. Was auch immer jetzt der genaue Grund dafür sein wird, schnitze ich halt in Linde, so wie fast immer. Okay, wir sehen uns an der Hobelmaschine. Das Verleimen hat mir richtig Freude gemacht, weil ich muss die Bohlen eben nur abrichten. Ich kann richtig dickes Holz nehmen und ich kann das auch sehr gut ausnutzen, dass ich die ganze Bohle eben sehr schön exakt der Zeichnung entsprechend zusägen kann. Säge die auch gleich alle parallel und schmal, dass es am Ende durch die Säge passt. Ja. Schneide meine Schablone aus Papier aus, weil das eben sehr schnell geht und ich kann meine Zeichnung gleich verwenden, die ich mit dem Kunde abgestimmt habe. Streiche das schön dünn ein, sichere jetzt die parallelen Klötze immer mit der Schraubzwinge und dann drücke ich eben von oben und konnte das so toll vorarbeiten und es hat mir richtig gut geholfen und ich konnte meine Bohle hier optimal ausnutzen. Der Block ist jetzt also hier verleimt aus diesen Stücken, die ich so der Zeichnung entsprechend versucht habe hier gut zu arrangieren. Hier fehlt etwas, das ist jetzt aber nicht so tragisch, weil das einerseits hinten ist und zudem gibt es dem noch ein schlankeres Bein insgesamt und ich lasse dann dafür hier noch etwas mehr und auch hier, dass ich da noch ein bisschen probieren kann und hier möchte ich auf jeden Fall mich vorsichtig ranarbeiten, dass ich erstmal mit der Bandsäge jetzt nur bis dahin säge. Das ist jetzt der Plan, die Schablone wirklich gleich zu nutzen. Die Flügel werden extra gebaut, also da werde ich dann hier einen Schnitt machen und auch der Schwanz wird angesetzt, weil die Faser hier so senkrecht verläuft. Das könnte also hier wundervoll wegspalten, wenn da mal jemand in den nächsten Jahrzehnten falsch rankommt, wäre das also in Gefahr. Beim Verleimen ist mir unten die Kante minimal verrutscht. Bisschen ärgerlich, aber so ist es. Auch hier fehlt jetzt noch was, wie man hier sieht. Da säge ich jetzt halt nur hier oben entlang und klebe da noch eine Platte drauf. Auch hier vorne fehlt ein Mini-Stück. Ja, das ist aber ganz normal beim Verleimen. Auf jeden Fall passt es hier gerade so rein. Und den Kopf, den ich jetzt hier mal so hochklappe, der ist natürlich auch noch da. Da habe ich aber 2 10er Bohlen, also so schmale Stücken, die noch übrig waren, eben aufeinander geklebt. Und die bilden jetzt den Kopf und den Schnabel. Und das wird ja sowieso viel schmäler als dieser Leib hier in der Mitte. Deshalb ist das Stück auch gleich schmal, was mir das Sägen natürlich erleichtert. Ja, ich achte lediglich darauf, dass hier oben das schön passt. Den Kopf habe ich schon aufgezeichnet, weil ich da nicht mehr rankomme jetzt. Jedenfalls nicht so schön. Ich nehme hier so einen dicken Bleistift, der richtig schön ein weicher
Bleistift, der halt so ein bisschen schmierig ist, dass ich auch wirklich eine Linie habe. Und da säge ich mich großzügig ran, weil das ist ja eine Zeichnung. Manchmal hat man leichte Verzerrungen oder so, die man irgendwie nicht richtig berücksichtigt. Gerade wenn man Schablonen von beiden Seiten aussägt, muss man da ganz genau darauf achten, dass die genau aufeinander abgestimmt sind. So, und hier will ich jetzt mehr drin lassen. Aber das empfiehlt sich hier so eine Arbeit nach der Zeichnung. Also hier muss ich einfach mal hier so entlang schneiden und das mache ich dann später nochmal. Muss ich halt nochmal aussägen, aber ich muss jetzt mal hier vorankommen, deshalb will ich jetzt schon mal vorsägen. Da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ja, hier unbedingt noch ein bisschen mehr Material lassen. So ein ornamentaler Adler, und der geht schon in die Richtung hier, also der mehr so in den Bereich der Ornamentik reinfällt, weil er halt sehr symmetrisch ist und die Federn ja in den Bereich der Ornamentik auch mit reinspielen, würde ich auf jeden Fall sagen, nach dieser Schablone zu arbeiten. Denn wir reden hier schon mehr von einer Verfremdung und einer Fantasieform, ja, dass das kein wirklicher Adler ist. Der sieht zwar aus wie einer, aber der echte Adler, der ist natürlich noch ganz anders. Vielleicht klingt das ja befremdlich für manche Zuschauer, aber also es geht jetzt nicht darum, nur die Natur immer nur zu kopieren oder so. Ich weiß, dass das natürlich für viele das Nonplusultra ist, aber also eine Skulptur kann man danach eigentlich gar nicht so richtig anfertigen. Wenn man immer nur fotorealistisch arbeitet, da gibt es so eine Kunstströmung, nennt sich Hyperrealismus oder Fotorealismus aus Amerika, und die arbeiten dann so in Styropor, wie die Theaterplastiker, ganz exakt so eine Figur vor und kleben dann da noch Haare und Federn drauf und das sieht dann wirklich perfekt aus, aber das hat irgendwie was Totes aus meiner Sicht und ist eine Skulptur ist ja was völlig anderes. Deshalb muss man da die Form auch als Bildhauer mal durchdenken und übersetzen in so eine künstlerische Form oder eine Form, die sich auch arbeiten lässt. Wenn es künstlerisch zu anspruchsvoll ist, dann eben eine handwerkliche Form. Hier komplett geometrisch, das ist auch eher rund. Hier finden wir gleiche Schwünge, wo wir unsere Hohleisen schön einsetzen können. Das ist so eine ganz minimal geschwungene S-Kurve. Da kann ich mit dem Geißfuß hier entlang fahren, links und rechts, schnitze das hier glatt und oben so ein bisschen ganz leicht abgewölbt. Also da mache ich mir jetzt schon natürlich anhand der Zeichnung Gedanken. Gut, jetzt geht es an die Säge. Das wird natürlich Härtetest. Es passt gerade so durch. Ich hoffe, dass hier alles glatt geht. Ich habe schon neue Bänder gekauft sogar, falls jetzt eins reißt. Ja, man hat gesehen, ich habe hier nochmal was zugegeben. Der Hals ist mir hier irgendwie zu dünn, da gehe ich einfach ans Maximum, was mir das Holz hier erlaubt. Das ist kein Schaden. Lässt sich alles nochmal nachschnitzen. Bloß nicht zu viel wegnehmen. Sonst ärgert man sich am Ende tot. Okay, hätten wir das. Ich habe ihn jetzt ausgesägt. Hier sieht man, da bin ich nicht ganz an den Strich rangekommen. Das ist aber nicht schlimm, weil er eh sehr schmal wird hier vorne. Da kann ich direkt mit der Kettensäge das ein bisschen schräg machen und natürlich auch hier diesen Versatz
schön wegarbeiten. Das macht man natürlich mit der Kettensäge und bricht hier einmal diese Kante oder tut das sozusagen in Phase stellen, wie es ja korrekterweise heißen sollte. Mache hier eine schöne Phase ran und arbeite das dann allmählich in eine Rundung hinein. Ich kontrolliere dann natürlich auch hier meine Form, die sich hier natürlich ungefähr so bewegen wird, dann hier etwas reinzieht. Die Kugel hat einen Durchmesser von 22 cm. Da kann ich hier mit dem Zirkel aufzeichnen, aber der hätte ja plastisch wird, brauche ich dann eine Kontraschablone, also die werde ich mir aus Sperrholz genau auf einen Radius von 11 cm ausarbeiten, also die Hälfte des Kreisbogens werde ich dann in den Zirkel nehmen, mir eine Kontraschablone aussägen, die ich dann immer anhalten kann an dieser Rundung. Und das habe ich aber jetzt gleich mal vorgesägt, dass es einfach schneller geht, weil hier ohnehin die Krallen drauf sitzen und ich das dadurch auch nicht überall immer so gut kontrollieren kann, muss ich auch so ein bisschen nach Gefühl arbeiten und einfach hier die Breite mal genau reduzieren, dann abphasen an allen Seiten und dann allmählich in die Rundung reinarbeiten mit Schablonen, so gut es eben geht, die Höhepunkte der Kugel suchen. Aber hier sieht man nochmal schön auch die Bohlen, wie sie verleimt sind in ihrer Struktur. Hier kommt natürlich noch ein Stück Längsholz ran für den Schwanz und die Flügel werden hier oben als 5 cm starke Bohle aufgesetzt. Eventuell wird das nochmal nachgearbeitet, wenn es zu viel Masse ist oder so, kann ich ja nochmal runtersägen oder genau plan arbeiten auch. Und dann werde ich hier ein komplettes Stück Holz für die Flügel, 2 Bohlen zusammenleimen oder 3, je nachdem, ungefähr so breit wird es dann. 55 cm soll es mindestens breit werden, es wird hier auch noch ein bisschen schmaler werden müssen. Für die Kugel brauche ich halt erstmal schön viel Masse und es hat genau noch durchgepasst hier in diesem Maß 24 durch die eher kleine Bandsäge mit 40er Rollen, also da war ich jetzt sehr begeistert. Das ließ sich gut aussägen, weil wir reden ja hier von einem Weichholz-Linde. Bei Eiche hätte es anders ausgesehen, da hätte ich das dann mit der Kettensäge hier schön einsägen müssen, an die Schablonenform richtig schön rangehen, dann ein bisschen wegarbeiten. Und hier oben, da komme ich nicht rum, weil sozusagen der Arm zu wenig Ausladung hat. Da wäre dann besser eine 60er Bandsäge, also mit 60er Rollen oder gar 80er, wenn man hat. Ich habe sowas auch noch auf Lager liegen, aber das ist mal für eine andere Werkstatt noch geplant, diese Monster-Bandsäge, die dann doppelt so groß ist wie meine kleine hier. Irgendwann wird es damit auch losgehen. Ich werde jetzt hier eine Bohrmaschine nehmen und hier einfach Löcher reinbohren oder halt die Kettensäge von unten. Das ist ein bisschen grob und dass mir das nicht rausreißt, nehme ich die Bohrmaschine, bohre hier ein und dann schnitze ich das halt weg. Weil hier ist ja Hirnholz, und Kettensäge, naja gut. Wenn es Längsholz wäre, würde ich wahrscheinlich die Kettensäge nehmen. Ja, breche hier die Kanten, mache das schön rund, die Form. Im Grunde genommen ist das alles vorgegeben durch die Schablone und Zeichnung, die ich ja schon gemacht habe und die Vorgaben der Kundschaft entsprechend. Das ist eigentlich recht klar umrissen. Jetzt muss ich halt nur noch das schön ausarbeiten, die Form schön rund machen und dann diese ornamentalen Federn schnitzen. Ja, das war nötig, dass das hier immer so senkrecht geleimt ist, weil hier natürlich wir eine fast schon eine Sollbruchstelle hätten, wenn die Maserung so verlaufen würde. So wäre es ja am einfachsten, wenn man jetzt einfach ein Stück Stamm irgendwie nimmt oder so oder 2, 3 dicke Bohlen zack aufeinander klebt, das ein bisschen raussägt und so. Aber hier wäre ja dann die Stelle, wo es spalten könnte. Die Beine muss ich ja auch ein bisschen filigraner schnitzen. Die werden dann hier nur so 3-4 cm mit den Federn jeweils, also wie so eine starke Bohle bleibt dann noch stehen. Vielleicht hier so dieser Bereich und da muss halt die Maserung genau zwingend senkrecht verlaufen, weil das sonst überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich denke, das war mal hilfreich zu sehen, auch so dieses Verleihen und Vorbereiten, dass man einfach dann auf dem richtigen Weg ist, auch mit dem Faserverlauf natürlich. Und von oben gesehen muss ich natürlich die Bohlen immer so zusammenkleben, dass eine Bohle wirft sich ja immer. Ja, das hier haben wir ja die rechte Seite, die dem Kern zugewandt ist. Hier oben sieht man sogar noch die Schalkanten. Hier war also die Außenseite des Baumes und wenn ich dann eine Bohle oder ein Brett raussäge, wölbt sich der Kern
Bereich, also vom Kern, wird immer die höchste Stelle entstehen und dann wölbt sich das hier so hoch. Ja, und hier entsteht eine Hohlung, übertrieben gesehen, und das passiert eben auch bei gehobelten Bohlen und Brettern. Dann muss ich die eben mit den beiden hohl gezogenen Flächen oder die sich hohl ziehen könnten, aufeinander kleben. Dann gehe ich auf Nummer sicher. Und wenn es mehrere sind, mache ich halt immer Hohlung an Rundung und dann immer so weiter. Und wenn das Holz eine Kernbohle ist, müsste ich die im Kernbereich einmal auftrennen, wieder zusammenkleben und dann die Bohle glatt hobeln erst. Ja, wenn das nicht so relevant ist, bei Eiche muss man es auf jeden Fall gut beachten. Bei so großen Lindearbeiten, wo jetzt hier meinetwegen noch der Flügel rüberkommt und man jetzt hier eine eventuelle Rissbildung nicht so wahrnehmen würde, nimmt man das entweder in Kauf oder bohrt halt die Kerne auch noch aus und guckt sich dieses Holz natürlich genau an. Man kann das ja auch messen mit entsprechenden Geräten. Wie ist die Feuchte wirklich? Was ist hier mit Schwund zu rechnen? Linde ist ja eher so ein Weichholz, was nicht so zu diesen Sprüngen wie jetzt Buche oder so neigt. Da kann man auch etwas entspannter mit diesen ganzen Verleimungsgeschichten arbeiten. Der Leim darf nicht zu dick sein, dass es nicht verschwimmt. Und ich tue das immer noch ein kleines bisschen verdünnen, dass am Ende die Fuge also möglichst nahtlos ist. Wenn ich jetzt hier mal rüberschnitze, also ich sehe hier praktisch nichts, keine Fuge mehr, und so muss es dann eigentlich auch sein. Also nicht nochmal irgendwie überschleifen oder den Leim zu stark antrocknen lassen, sondern man muss das auch recht zügig verleimen. Okay. Das ist natürlich wunderbar herrlich hier, dass man genau die Mittellinie aufzeichnen kann, und dann kann ich mit der Säge mich eben an meine gewünschte Außenform heranarbeiten, und das ist ja nahezu spiegelsymmetrisch das Ganze, dass das eben wirklich eine sehr symmetrische Arbeit ist. Deshalb ist es auch nicht eine wirkliche Naturform eines Adlers, sondern das unterstützt eben auch diesen ornamentalen Charakter, weil das ja am Ende auch die gleichen Flügel haben soll und das Buch tragen soll. Ja, hier unten in der Kugel, da arbeite ich mit so einer Kontraschablone, nennt man das, dass ich also immer diese Negativform der Kugel in der Schablone habe, und da habe ich vorne einen Viertelkreis und dann nochmal einen Halbkreis. Das kann man ja mit dem Radius von, hier waren das 11 cm, schön aufzeichnen aus Sperrholz. Stein mitzumachen, das ist auch gerne aus Blech oder so, da kann man das mit den Meißeln direkt ausstanzen, aber mit der Bandsäge und dann nochmal schön gleichmäßig an die Linie herangefeilt oder auch mit Schleifpapier kann man sich da wunderschön Schablonen machen und dann auch an die Rundungen ranarbeiten. Das Problem ist ja, dass die Krallen darauf sitzen, und dadurch kriege ich das ohnehin nicht 100% genau hin, muss auch ein bisschen mit Augenmaß arbeiten, aber da hat mir das hier auch sehr gut geholfen, da recht zügig an die Kugelform wenigstens heranzukommen. Hier ist ja keine 100% Exaktheit gewünscht. Bei anderen Bauteilen an einem Gebäude wäre das natürlich wichtiger, ja, wenn das jetzt aus Stein wäre. Aber hier arbeite ich natürlich auch schön mit Balleisen und dem Ganzen, die mir helfen, also so vom Grundprinzip her die Rundung schön zu gestalten, aber dann eben auch mit Geißfüßen, und da verwende ich hier in diesem Arbeitsschritt bei dem Ausarbeiten oder Anlegen der Federn natürlich, dass ich mir das erstmal einteile schön mit dem Bleistift, und dann nehme ich halt einen Geißfuß, in dem Fall war das hier ein Stich 14, 20 und 12 mm, da kann ich das erstmal schön umranden und dann steche ich das mit einem Stich 5, 25 mm und 18 oder 20 mm nach, ja, dass ich die Rundungen dadurch besser anschneiden kann, aber auch eine Form in die Feder hineingeben. Man sieht, dass die nicht einfach nur platt sind, sondern dass die schon auch ein bisschen ausgearbeitet sind und gerade hier oben wie Schuppen wirken, also im hinteren Bereich des Nackens, des Kopfes oder auch vorn, dass die so leicht unterschnitten sind. Das gibt der Arbeit auch schön Spannung. Ja, und wenn ich mich hier heranarbeite an die Augen, nehme ich halt erstmal so einen schönen Hohlbohrer, umrande das und kann damit auch so ein bisschen formen. Damit kann ich die Kugel ausmodellieren, sage ich mal, dass man da wirklich wie so Schnitt an Schnitt setzen kann und dann auch ja so Schnitte verbinden und daraus schöne Spannungen und Formen kreieren kann. Das hat natürlich was mit Formgefühl zu tun, ja, das muss man üben. Das ist eigentlich so die Grundlage des Modellierens. Ich habe jetzt hier kein Modell gemacht,
Aber das hilft dahingehend ungemein, wenn man das erstmal mit Ton vorarbeitet. Zum Beispiel nur den Kopf würde hier schon helfen. Ja. Und dann nehme ich halt ein konkreteres Eisen und schneide oben, also diese schöne konkretere Kante rein. Da habe ich dann wieder meinen Geißfuß Stich 14, 12 mm genommen. Und damit kann ich auch das Eisen ein bisschen auf die Seite legen und das Auge ein bisschen formen. Das ist ja dann wie ein Balleisen. Da kann ich also Ecke und Kugel gleichermaßen schön ausarbeiten. Das Ganze muss aber so ein bisschen weich in den Kopf übergehen, dass es dann nicht direkt zu scharfkantig ist. Und wie gesagt, hier oben hinterschneide ich dann sogar noch ein bisschen, indem ich dann dort mit den Hohleisen, flachen Hohleisen Stich 5 nochmal einstechen werde und so ein bisschen ganz minimal hinterschneide. Das gibt dem Ganzen einfach noch mehr Leben, wie ich auch gerne sage, wie bei einer Zeichnung. Ja, ich kann damit Schattierungen setzen und nochmal so Akzente auch oder auch richtig tief reinstechen. Das geht halt wirklich nur mit den Schnitzeisen. Das ist insbesondere der Holzbildhauerarbeit vorbehalten. Mit Kettensägen an sehr großen Skulpturen geht es übrigens auch wunderbar. Da kann man ganz toll hinterstechen und so richtige Effekte rausholen. Das ist ja auch ein Markenzeichen, würde ich mal sagen, der Kettensägenschnitzer. Man darf es mit diesen Effekten natürlich nicht übertreiben. Das ist hier schon hart an der Grenze, dass praktisch jede Feder ausgearbeitet ist. Das muss man eigentlich nicht so zwanghaft machen. Genau, hier arbeite ich jetzt an den Flügeln. Ich habe da also eine Bohle genommen, die ich dann zusammensetze, wie man hier sieht. Ich habe die nach unten gehobelt, da wird sie ja aufgeleimt auf den Körper, auf den Rücken. Aber bevor ich das machen kann, muss ich erstmal den Schwanz ansetzen, dass ich hier ein bisschen Momentum kreiere und da vorankomme. Da habe ich also dann auch gleich die Krallen hinten, die beiden fertig geschnitzt, weil ich da nicht mehr rankomme, und arbeite das hier schön passgenau aus, dass ich dann dort den Schwanz ansetzen kann aus einem Stück Längsholz, dass es besser hält. Ich habe jetzt vorbereitet, hier den Schwanz einzusetzen. Den habe ich also so ausgesägt. Die Federn sind entsprechend so gefächert. Ich habe das hier so ein bisschen schwalbenschwanzförmig gemacht. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Ich habe das dann rumgedreht, das erstmal so rangehalten, den Winkel nochmal ein bisschen korrigiert. Deshalb liegen hier so kleine Keile. Da wird aber einfach Leim dazwischen geschmiert. Und hier werde ich natürlich diese zwei vorbereiteten Schrauben entsprechend dann eindrehen. Und hier stecke ich schön Keile rein, die das dann von oben schon mal runterdrücken. Die werden dann hier wieder an dieser Kante weggeschnitten. Und hier oben kommt dann nochmal so ein Pfropfen drüber geklebt, der dann wieder mit der gleichen Faserrichtung, da habe ich noch so ein Abfallstück, das schnitze ich mir dann passend und drücke das da schön rein und überschnitze das dann. Ja, und ich meine, das ist die Unterseite hier, das ist dann, reden wir jetzt nicht groß drüber. Ich muss das hauptsächlich fertig bekommen und das mache ich halt wirklich aus diesem Längsholzstück hier, diese Federn, dass die einfach nicht abbrechen, und das sitzt hier im massigen Holz, habe ich eben schnell rausgebohrt, rausgestemmt, dass ich hier einfach irgendwie vorankomme. So, und jetzt werde ich da einfach mal Leim einfüllen und das Ganze jetzt beginnen. Das mit dem Schwanz hier ansetzen, egal welche Teile es jetzt an einer Figur sind, manche setzen ganze Arme an, setzen Hände ein und so weiter. Das kann man grundlegend mal empfehlen. Mit dem Holz lässt sich das immer sehr schön verbinden. Man kann auch tischlermäßig fast schon sehr konkrete Holzverbindungen bauen. Und dann braucht man auch nicht so viel Leim wie hier, weil das passte eben nicht 100% gut da rein. Aber das hat sich gut gemacht und war am Ende auch eine sehr gute dichte Verbindung geworden. Diese kleinen Keile da oben, die schlage ich jetzt rein, weil das praktisch dann nochmal das Stück Holz richtig nach unten drückt an die Fläche, und dann fixiere ich das auch mit Schraubzwingen, und die Schrauben drücken eben auch sowohl nach unten als auch ein bisschen nach hinten. Da habe ich also sehr gute Verbindungen und Anschlüsse hinbekommen. Und da oben setze ich dann, wie gesagt, einfach noch ein Stück Holz auf, was dort passgenau und fasergerecht
aufgeleimt wird. Ja, und dieses Stück Längsholz kann ich ja wunderbar mit der Bandsäge schön aussägen, vorbereiten, auch erstmal ranhalten, probieren, passt das von der Proportion her, nochmal was wegsägen. Also da ist man sehr zügig auch unterwegs. Das hat mir wirklich Freude bereitet und das aus einem Stück zu machen, wäre mir hier zu kompliziert, vor allem weil man immer Gefahr läuft, dass das abbrechen könnte. Natürlich, wenn das Ding wirklich runterfällt, könnte der ganze Schwanz oder alles da hinten abbrechen. Aber so ist man wenigstens etwas sicherer und das lässt sich halt auch sehr zügig nachschnitzen, weil ich ja immer bei dem Schwanz im Längsholzbereich arbeiten kann. Ja, da oben, da habe ich eben jetzt auch die Spitze, mache ich das schön schlank und arbeite das zu einer Spitze hin aus, dass das sozusagen der Übergang Flügel-Körper wird. Da tut er die Flügel wie so ein bisschen anheben. Dadurch kann ich den Winkel des Pultes etwas flacher machen, weil es für Redner ja sie wollen es gerne nicht so steil haben. Also etwas über 45 Grad würde ich da auf jeden Fall vorschlagen. Ja, hier muss ich mit der Schablone arbeiten, dass es so gut wie möglich symmetrisch wird, weil das eben mehr als ein Pult dienen soll und wir uns hier schon von der Naturform wegbewegen und das eine Verfremdung ist. Das kann ich wundervoll mit der Bandsäge machen. Wer vorhat, sich eine zu kaufen, würde ich sagen, eine gebrauchte mit 600er Rollen, die sind nur 40. Damit konnte ich den Adler natürlich auch aussägen, geht alles. Sie sollte aus Gusseisen sein, weil wenn der Arm weiter rausgeht, kann ich da eben mal größere Objekte aussägen. Und man sieht hier, ich bin schon hart an der Grenze, also ich muss mich da verrenken und Hilfsschnitte machen, dass ich das wegbekomme. Es geht, klar, aber wenn der Arm noch mehr Ausladung hätte, wäre das natürlich grundlegend besser. Aber hier in meinem Raum ist es eben auch schwer, so eine riesige Maschine unterzubringen, beziehungsweise da überhaupt reinzubekommen. Genau, hier nehme ich jetzt so ein schönes großes Hohleisen, damit tue ich innen so ein bisschen die Hohlung der Flügel machen. Ich spanne mir das eben auf den Schnitzbock. Das geht hier am schnellsten. Man könnte auch in der Hobelbank das einspannen, aber so komme ich auch ringsherum schön ran, weil der ja relativ freistehend ist und unten mit einem Stein beschwert. Und da arbeite ich auch mit der linken Hand, also mit dem Klüpfel in der linken Hand. Da kann man so seine Geschicklichkeit trainieren und eben auch beide Hände gleichmäßig belasten bei so einer kontinuierlichen Arbeit, wo ich einfach mal Masse wegarbeiten muss. Ich muss das ein bisschen durchformen, ja. Der darf nicht zu gerade sein, der muss wie eine leichte Spannung in sich haben, dass er also zu den Ecken hin wie so ein bisschen ganz leicht runterhängt, aber eine schöne Spannung. Man sieht es jetzt hier, dass ich da wie eine Linie nochmal ausarbeite und ich habe das auch erstmal provisorisch angeschraubt am Adler, ja, dass ich mal so kontrollieren kann, was mache ich jetzt hier für Schnitte, um dem noch ein bisschen mehr Leben zu geben. Eine leichte Formgebung. Natürlich könnte man noch viel mehr rausholen, dann bräuchte man aber ein wesentlich dickeres Stück Holz. Und habe ich halt nochmal aufgezeichnet, schön nachgesägt, die Federn natürlich unten mal alle diese Rundungen angesägt, weil ich dann danach auch schöner schnitzen kann, mir relativ zügig aufzeichnen kann, wie sollen meine Schwingen verlaufen und die Armfedern, die also mehr in der Nähe des Körpers dann sind. Wenn man jetzt einen richtigen Adler hat, dann merkt man, der hat noch ein paar mehr Federn, also noch ein paar mehr Schwingen und so weiter. Aber also wir tun uns hier annähern, ja, an das eigentliche Ideal eines Adlers und natürlich muss ich das irgendwie schnitztechnisch umsetzen können. Und am Ende sind hier total viele Späne entstanden. Man unterschätzt das schnell, wie viele Ecken und Kanten das sind. Man muss ja alles praktisch nacharbeiten, die Innenfläche, die Außenfläche. Und ich habe das also erstmal recht zügig wieder mit meinem Geißfuß Stich 14, 12 mm so umrandet, weil ich da wirklich überall konsequent durchgehen kann. Und dann steche ich halt genauer, konkreter, weil ich gemerkt habe, wenn ich direkt einsteche mit dem Hohleisen, dann ja, muss ich halt viel dagegen arbeiten und dann mache ich auch mehrere Schnitte, weil ich einfach so tief rein muss, dass das nicht so zügig geht und es entstehen viele Schnitzspäne und es war ein bisschen ein kleines Chaos entstanden bei diesem Flügelarbeiten, weil ja auch alles liegen bleibt, ne, von diesen Spänen und man tut das total unterschätzen, auch gerade diese Innenfläche mit dem Aufwand, ja, dass man diese ganzen Formen auch so ein bisschen ausarbeiten muss, dass die Feder ja auch ein bisschen bauchig sein soll und irgendwie eine Formgebung und dann noch die leichten Anläufe reinstechen mit dem Hohleisen, also ganz leichte Bögen und Kanten, dass sich dort wie so Federn aufspreizen und die Kiele noch schneiden. Also da hat man einiges zu tun, ja. Und dann tue ich auch mit dem großen Flacheisen, das ist so ein Stich 3, 70 mm, kann ich hier schön arbeiten und dieser Steinmetzklüpfel ist sehr toll, schönes Material und kann ich sehr kontrollierte
energetische Schläge auch setzen. Ja, hier habe ich das erstmal angezeichnet, das Auge, dass ich so mal sehen kann, von vorne auch von der Seite, wie sieht das aus, die Pupille nochmal leicht versetzt und so, und dann arbeite ich halt in den Feinheiten, den Kielen. Die wollte ich auch gerne plastisch ausarbeiten. Das habe ich mir mal angeguckt von anderen Bildhauern, also die früher solche Pulte geschnitzt haben. Mit den Federn kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Und das hat mir richtig gut gefallen, den Kiel nochmal plastisch zu schneiden. Aber auch hier diese stilisierten Aufspreizungen der Federn, so die einzelnen Strähnchen, kann man mit dem Hohleisen so ein bisschen andeuten. Natürlich kann man alles noch mehr durcharbeiten, aber ich würde immer nur auf die Ansatzpunkte gehen, die äußersten Ecken und so, wenn ich sowas mache, um das anzudeuten, weil wenn das hier mehr glatt und geschlossen ist, unterstützt das die Gesamtform besser, ja, und gibt dem Ganzen mehr Ruhe. Wenn ich mit einer Säge sowas zum Beispiel schnitze und nur alles wild strukturiere, kann das die Arbeit zu wild machen. Und hier, handwerklicher Trick natürlich, das Eisen ringsherum drehen, weil ich so den Faserverlauf ein bisschen überlisten kann. Das muss man auch vorher mal üben. Das ist eine Schnitzübung, die man so ganz am Anfang machen kann. Die Mulde oder die Kuhle schneiden mit dem Hohleisen, dass man das so ringsherum dreht und dann möglichst geschickt heraushebt. Das ist eine Übungsfrage. Ja, und dann schneide ich halt hier diesen kleinen Augapfel so ein bisschen heraus. Die Pupille hat eine ganz leichte Tendenz nach vorne, ja, dadurch guckt er so ein bisschen in die vordere Richtung. Das kann man natürlich noch verstärken. Und dann geht es hier an meine große Freude, dass ich endlich die Flügel aufsetzen kann. Darauf habe ich ja die ganze Zeit hingearbeitet. Ich habe die also erstmal schön ausgearbeitet, dass ich das nicht am Adler machen muss, weil ich dann viel schlechter rankomme. Da war natürlich die Aufgabe, das fast fertig zu schnitzen und dann nur noch die Übergänge zu überarbeiten. Also ein Riesenakt von Kantenschnitzarbeit. Und habe ich erstmal überprüft, dass jetzt überall wirklich Leim hinkommt. Die Fläche wird natürlich nie immer 100%. Habe das mit 2 Dübeln fixiert und dann mit einfach hier so 10 cm Schrauben, glaube ich, die ich noch irgendwo gefunden habe in einer Kiste, alles darauf gesetzt. Und da oben werden dann einfach so gedrechselte Dübel aus dem gleichen Holz in der richtigen Faserrichtung, also Querholzteile praktisch, eingesetzt. Dort oben so leicht konische Dübel, die reingeschlagen werden, und es wird 100% dicht auch. Man sieht es kaum noch. Das kann ich nur empfehlen, weil das eben sehr, sehr zügig geht, ja, dass ich das wirklich da schnell aufsetzen kann und mache diese paar Dübelchen und schlage die da ein und dann passt das. Und dann kann ich das überarbeiten. Das war das eigentliche Ziel, worauf ich nun die ganze Zeit hingearbeitet habe. Also in der Vorarbeit des Flügelschnitzens, dass ich das jetzt hier schnell überarbeiten kann, stimme das mit dem Körper ab. Da kann ich schön mit Hohleisen arbeiten. Ich muss nur auf die Faserrichtung aufpassen, weil die ja grundlegend verschieden ist, dass ich mir da also nichts ausbreche oder unschöne Ecken wegplatze, weil das natürlich die Arbeit dann wieder ruinieren würde. Ja, jetzt kommen endlich die Krallen dran. Jetzt kann ich das Ganze also wirklich zügig vollenden, dass ich die einfach nochmal ein bisschen schmaler, genauer, keilförmiger schnitze. Balleisen, flache Hohleisenstich 3 geht auch, so Flacheisen, um die vorzubereiten. Dann bohre ich hier einfach mal zügig durch, dass ich da wirklich schnell mal die Masse wegbekomme, und steche das mit einem Hohleisen nach, oder sogar einen Hohlbohrer habe ich genommen, Stich 11, 6 mm zum Beispiel, kann ich überall alles nacharbeiten. Und dann auch hier oben habe ich nochmal wie so eine Formgebung in jedem einzelnen Arm, also der vor zur Kralle geht, dass das wie so eine erhöhte Wulst ist und dazwischen so leichte Mulden sich befinden, und ganz vorne ist natürlich dann die Kugel, also wo nichts mehr dazwischen ist. Aber dass ich da wie so eine Welle habe im Bein nochmal, ja, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Pep und tut diese kräftigen Details nochmal so ein bisschen dezent hervorheben. Sind natürlich sehr, sehr kräftig gehalten, klar, die sind überdimensioniert, aber sollen hier auch gut zum Rest passen, also so wirklich griffige, schöne Details. Daran kann man natürlich auch viel arbeiten, dass man so eine Form so ein bisschen übersteigert, übertreibt, um dem Ganzen so eine Griffigkeit zu geben, aber auch eine spielerische Leichtigkeit, indem ich jetzt alles nochmal strukturiere, weil in der Natur haben wir natürlich dieses dominante Gelb, was total heraussticht, und auch so eine feine Textur auf den Krallen, und das tue ich hier so ein bisschen hervorheben mit diesen einfachen Querschnitten, mit so einem Hohlbohrer 5 mm, der schön scharf sein muss, und dann kann ich gleichmäßige Linien führen. Das ist auch wie so eine Formschraffur, wie beim Zeichnen praktisch, was nochmal die Plastizität auch unterstützen kann, weil ich ja mit der Form mitgehen muss. Genau, und jetzt schneide ich hier an den Kielen, dass ich diesen Kiel halt nochmal plastisch herausarbeite. Das ist natürlich eine riesige Geduld
und Sauberschnittsarbeit, weil ich ja sehr, sehr exakt die Schnitte führen muss in dem Längsholzbereich. Und das ist schon ein bisschen lästig, sage ich mal, weil es ja überall sich wiederholt und dann man durchziehen muss. Und dann schneide ich auch hier so ein bisschen, ja, so in einer Andeutung, Stilisierung, so ein bisschen diese Federn rein, also diese einzelnen Aufspreizungen zum Kiel hin mit einem Hohleisenstich 25 mm reingestochen und dann dagegen gestochen. Dann kommt ja so ein feiner Span raus. Das kriegt man mit keinem Geißfuß und nichts hin. Das muss so exakt gestochen sein. Da kann man auch Hinterschneidungen und alles Mögliche machen, also das Eisen in seiner Form nutzen. Ja, und jetzt kommt die eigentliche Kanzel, also dieses Ablagebrett. Das habe ich mir erstmal schön zurechtgehobelt von Hand, weil das nach oben hin sich etwas verjüngt, ja. Und dann hier das aufgezeichnet, ausgestemmt. Das war natürlich auch eine Sisyphus-Arbeit. Wenn man das noch schneller machen will, würde ich da hier eine Oberfräse benutzen, aber das konnte ich in diesem Fall hier nicht machen, sondern musste das eben so machen. Und dann eingeleimt das Ganze. Und jetzt sieht man hier das fertige Objekt. Schönen Dank, dass du mit dabei warst. Wenn du jetzt einer der Hardcore-Fans bist und dir das irgendwie ganz angeguckt hast und sogar bis zum Ende durchgekommen bist, ich freue mich natürlich auch Unterstützung. Ohne deine Unterstützung ist das Ganze hier nicht möglich. Also kommentiere gerne oder like dieses Video, dann wird es mehr Leuten angezeigt. Oder abonniere gern den Kanal, aktiviere die Glocke, dann wirst du auch immer zeitnah informiert. Und wenn du mich persönlich unterstützen willst, dann blende ich jetzt hier meine Bankverbindung oder PayPal-Account ein, wo du mich auch gerne finanziell unterstützen kannst, wenn du sagst, ja, das finde ich super gut und die Corona-Zeit ist eh irgendwie schwierig und ich schaue das eh die ganze Zeit und ich profitiere davon, dann darfst du mich auch gerne hier mit unterstützen, denn das alles kostet Geld, das ist viel Aufwand, ja, so Technik kaufen, Computer bedienen irgendwie, Programme, Speichermedium, also du merkst, da hängt einiges dran, ja, und auch viel Zeit, Investitionen, aber ich mache das ja natürlich auch gerne, um Leuten irgendwie einen gewissen Dienst auch zu geben, weil diese Arbeit ja auch ist ja für andere Menschen, die das dann bekommen, aber es dürfen auch Leute was davon lernen, also das interessiert mich ja auch, dass da Leute ja so ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, wie am Anfang sagte ich ja schon, dass sie nicht von Netflix abhängen müssen, sondern hier vielleicht was Gutes mitnehmen können. Also wenn du das gerne unterstützen willst, kannst du mir natürlich auch finanziell da gute Gaben sozusagen geben, wenn dir das auf dem Herzen liegt. Freue ich mich sehr darüber, um auch hier weiter gut voranzukommen mit den Videos speziell. Dann kannst du das gerne machen. Wie gesagt, es ist hier eingeblendet und unter dem Video findest du auch nochmal die Daten genau aufgelistet in der Infobox. In diesem Sinne sehen wir uns vielleicht bald wieder in einem anderen Video. Bis dahin, viel Spaß mit deinen Arbeiten, mach's gut, bis zum Wiedersehen und ciao.